Und nun die Fahrt nach Queenstown. Die Stadt, auf die ich mich am meisten gefreut habe, da es angeblich die beste Stadt Neuseelands ist. Ebenso, weil ich von dort aus 2 große Wanderungen, auch genannt Great Walks, absolvieren werde. Der Hauptgrund, warum ich überhaupt nach Neuseeland gereist bin. Und ihr seid live dabei, denn jetzt kommt das wahre Neuseeland. Und ich bin gerade in Queenstown jetzt angekommen und so sieht es aus hier. Ich bin seit ein paar Minuten da und bin eigentlich noch gar nicht richtig angekommen, weil ich hier... Wie toll das hier aussieht. Ja, und ich fühle mich wie ein alter Sack hier, in dem Hostel vor allem. Nur junge Leute. So, erstmal ankommen in dieser schönen... Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich habe absolut keine Ahnung, weil ich direkt mit denen mit bin. Naja. An diesem Nachmittag war ich dann noch ein Weilchen mit der lieben Lene unterwegs, die ich übrigens in Wellington kennengelernt hatte. Und dann ging es aber auch schon ins Bett, da ich am nächsten Tag früh raus musste für den morgigen Great Walk namens Rootburn Trek, auf den ich mich schon riesig freute. So Buddies, jetzt ist es endlich soweit. Ich bin hier unterwegs, alleine mit meinem schweren Rucksack, weil ich über Nacht bleiben werde. Irgendwo am Arsch der Welt von Neuseeland. Falls ihr dieses Video seht, habe ich überlebt. Ob ihr es irgendwann sehen werdet, nicht. Weil ich halt echt komplett alleine bin. Aber ich bin richtig heiß drauf. Hier beginnt das Ganze. Das, was ich hier mache, nennt sich Rootburn Trek. Ich blende es mal ein. Und zwar werde ich heute 22 Kilometer laufen, in einer Hütte übernachten, morgen dann den Rest machen, das wird dann eher gemütlich. Ja, wie gesagt, ich habe richtig Lust, werde hier jetzt viele schöne Dinge zeigen. Ich habe jetzt hier 2 Tage Zeit für mich in einer schönen Atmosphäre, die man nicht jeden Tag hat und ich mich riesig darauf freue und Neuseeland mich vielleicht jetzt doch nochmal umhauen wird. Das werde ich jetzt auch sehen. So, jetzt habe ich viel geredet. Boom! So, Buddies, kleiner Zwischenstopp. Ich habe jetzt circa 2 Kilometer hinter mir und ich sag euch, das haut so rein. 20 Kilometer sind ja schon nicht ohne, aber 20 Kilometer mit einem schweren Rucksack, ja, ich habe es ein bisschen unterschätzt, aber ich zieh's durch. Ich muss, so, ich habe gar keine andere Möglichkeit. Bin ja froh, dass der Weg ganz human ist bisher, nicht so krass mit Auf- und Abstiegen wie in Franz Joseph. Alter, da wäre ich gestorben. Also da wäre ich mit diesem Rucksack, boah, wäre echt eine Herausforderung. That's it. Habe jetzt Adidas Running auch eingeschaltet, dass ich insgesamt sehe, wie lange ich gebraucht habe. Nur habe ich den ersten Kilometer vergessen. Ja. So, die ersten 5 Kilometer sind vorbei und die ersten 2 Stunden. Das heißt, wenn ich jetzt in dem Tempo hier weitermache, schaffe ich es genau in 10 Stunden, den Hike fertig zu machen. Sprich, dann bin ich um 21 Uhr dort. Mal sehen, ob ich das so hinbekomme mit der Rechnung. Und 21 Uhr wäre sogar noch ganz okay. Da ist dann auch schon ein bisschen dunkel. Hier gibt es ja Füchse und Schlangen, die einen fressen können. Nein, Spaß. Hier gibt es zum Glück keine Tiere. Sonst hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Respekt. Aber ja, wir werden sehen. Oder ich werde sehen. Ihr seht das Ganze erst, wenn es fertig ist. Aber ich werde es überleben. So, nach knapp 7,5 Kilometer kommt hier die erste Stelle, die ein bisschen happig wird. Es regnet, es ist sehr steil und ja, man muss gucken, wie man hier hochkommt. Und das erinnert mich an diesen Franz Joseph Track, der neulich so gefährlich war und der bestand sehr häufig aus so Etappen hier.
So, Buddies, schaut mal her. Ich bin jetzt hier und das bedeutet, dass ich bei der Hälfte angekommen bin. Und hier mein Handy zeigt, dass ich jetzt über ungefähr 11 Kilometer unterwegs bin, weil ich ja später angefangen habe. Und 3 Stunden. Das bedeutet, dass ich noch circa allerhöchstens 4 Stunden brauche und das ist schneller als ich dachte. Also ich komme allerspätestens um 19 Uhr an und ich habe mit 21 Uhr gerechnet und das ist schön. Und dann schauen wir mal, was hier noch so kommt. Ah, hier, schaut, es sieht auch schon wieder schön aus. Aber immer das Gleiche auch irgendwo. Aber ich will jetzt ja mal nicht meckern. Buddies. Ich bin jetzt erst an der Hälfte angekommen. Dieses Schild hat mich irgendwie ausgetrickst und wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt hier an der Hütte am See und ich sag's euch, Hälfte 4 Stunden, also ich komme ungefähr um 20 Uhr an. Ja, ne? Doch nicht 19 Uhr, aber auch nicht 21 Uhr. Positiv bleiben. Aber das Schild hat mich einfach mal so voll verarscht. Und ich habe jetzt eine kennengelernt, mit der ziehe ich jetzt gerade irgendwie zusammen. Also zusammen weiter, nicht in eine Wohnung. Ja, und dann geht's hier weiter. Hallo, hier ist die Amacy und she's laughing about me. Sie lacht mich aus, weil ich jetzt noch 5 Stunden vor mir habe. 5 Stunden! Und ich bin gerade, die kann gar nicht mehr, she's dead. Und ich habe gerade meinen Rucksack zum ersten Mal ausgezogen und ich bin von selber gelaufen, weil mein Rücken so hart ist. Da der nächste. Hey Bro, what's up? Hi. Ja, er hat's gut. He is arriving here and we have 5 hours. 5! Okay. Aber ja, haben sich 2 Verrückte gefunden. Da hinten geht's weiter. Say something in German. Ich bin gemein. Sag, süßer Fratz. Süßes Wort. Come on. Jetzt geht's richtig steif. Jetzt geht's richtig steil nach oben. Njam, njam. Süßer Fratz, ja. Fast. Aber hey Leute. Oh je. Es ist schön, aber steil. Aber wir schaffen es. We can do it. Oh, schaut mal. That's beautiful. Beautiful. Das hier ist motivierend. Hier ist die Hütte. So weit sind wir schon gekommen. Wow! Und es ist einfach beautiful hier. Boo. Liebling. Ja, I called what is Liebling. Was Liebling heißt. Ja, wir stehen in den Wolken. Njam, njam. Yum, yum. Ich habe mich gerade gefragt, warum hier überall so orangene Schilde sind, aber jetzt wird es hier richtig neblig. Und wir sind in den Wolken, wir sind in the clouds! Ja! Und man sieht hier echt bald nichts mehr. Wir sind also sozusagen auf dem Bionis von Xenoblade Chronicles, was keinem sagen darf. Niemand was sagen wird, aber ja, es ist echt cool hier auf dem Rootburn Felsen. Njam, njam! So, laut meiner Berechnung müssten es jetzt noch ungefähr 1,5 Stunden sein. Ich habe noch nichts gegessen. Ich bin seit 6 Uhr morgens wach. Jetzt haben wir 7 Uhr abends. Es funktioniert echt richtig gut, muss ich sagen. Und ich habe keine Ahnung. Ich bin seit
so vielen Stunden unterwegs, warum hier eine Schubkarre liegt. Junge! Ich habe gerade zum ersten Mal Wasserfallwasser getrunken. Man sieht es nicht. Und es schmeckt so frisch, es schmeckt so crazy. Das ist einfach ein naturelles Wasser, wie man sich vorstellt. Weil die Amazy, wie ich sie nenne, hat gesagt, man kann es trinken. Und dann trinke ich das. Besser als so Leitungswasser mit Chlor, muss ich sagen. Ja, that's it. Und ab hier haben Amazy und ich uns getrennt, da ich noch eine Hütte weiter musste. Danke für deine Begleitung, es war sehr, sehr unterhaltsam mit dir. Also das hier ist wirklich, wirklich, wirklich beautiful, awesome, unglaublich schön. Diese Ruhe und dieser Blick und kein Mensch ist da, man hört nur den Wind. Ja, das ist mein Highlight seit dem Rootburn, zusammen mit dem Wasserfall. Ich realisiere gerade nochmal, dass ich im Nichts bin. Nichts, nichts, nichts. Hey Buddies, ich fühle mich ja gerade ein bisschen wie in einem Film, wenn man endlich sein Ziel erreicht hat und die Hütte nach, ich glaube jetzt sind es schon 25 Kilometer, keine Ahnung, erreicht hat. Wow! 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 Ich bin happy. Ich bin happy! Und kein Mensch ist da! Kein Mensch! Wo seid ihr? Yam Yam! Peace out, Buddies! Ich bin jetzt endlich angekommen. Und wenn man hier mal so rausguckt, wäre es gar nicht mehr so lange hell gewesen. Also Time by Time. Ich war jetzt genau, glaube ich, 8 Stunden unterwegs. Hammergeile Erfahrung. Es hat funktioniert und so sieht jetzt mein Abendessen aus. So Karotte mit bisschen Olivenöl. Habe ich hier noch 2 Haferriegel, Nüsse und 2 Bananen und Apfel. Es geht, es geht. Ich habe es durchgehalten, ohne zu essen. Und hatte nicht mal so Hunger. Es ist schwer zu glauben, aber man ist wirklich fitter, es durchzuziehen, ohne zu essen. Jetzt ein bisschen hier reinzuhauen und morgen geht es dann weiter. Schönen guten Morgen! Jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt 8:30 morgens. Die meisten Leute frühstücken noch. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Natürlich wieder ohne Frühstück, weil ich wieder abends esse. Leider konnte ich euch jetzt nicht groß die Hütte zeigen, weil erstens war es jetzt nicht so spannend und zweitens sehr dunkel und deswegen keine Hütte. Ich brauche ungefähr 3 Stunden und das finde ich gut. Heute einen gemütlichen Tag, gestern war ich echt ziemlich am Arsch. Habe noch ein bisschen Muskelkater am Arsch und anderen Dingen, aber es passt, es passt. Die Sonne geht gerade so ein bisschen auf und ja, ich freue mich auf den restlichen Track und dann auf die Sauna abends im Hostel. Und 2 Dinge habe ich ganz vergessen zu erzählen. Das erste, der Altersdurchschnitt. Ich war der zweitjüngste, da war ein Kind und sonst Ältere. Das war mal schön oder gleich alt ungefähr. Und das zweite, da war einer, der hat geschnarcht. Der hat geschnarcht. Ich hab gedacht, ich spinne. Bin zwischendurch mal aufgewacht wegen dem Kerl. Trotz Ohrstöpsel. Ey, crazy, crazy. Also ihr habt es jetzt selber gehört. Ja. Ich hoffe, in den nächsten 2 Hütten gibt es nicht wieder jemand, der so schnarcht. Aber da sind ja auch viele Menschen. Da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass jemand schnarcht. Naja, ich gehe jetzt hier weiter. Tschüss.
Leute, Buddies, hier ist sie. Die letzte Brücke meines Ziels. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Okay, es ist jetzt nicht so krass besonders, aber der erste Tag gestern, der war schon heavy. So, dann komme ich jetzt mal zu meinem Resultat, zum Rootbound Track. Er war schön, auf jeden Fall. Mein Highlight war, als wir ganz oben waren, in den Wolken. Das war schon mal richtig geil. Wäre sogar in diesem Moment besser gewesen, allein zu sein tatsächlich, um den Moment so richtig zu genießen. Und mein zweites Highlight war in dem Lake, in dem Lake. Und da war ich alleine und das habe ich so richtig genossen. Aber trotz allem finde ich es fast besser, das zu zweit zu machen, zumindest auf so einer langen Distanz. Weil man halt doch schon ab und zu mal denkt, okay, aber es ist auch Typsache, ne? Mal zum Quatschen oder man hat einfach mal zu viel Zeit zum Überlegen, was manchmal auch nicht ganz so von Vorteil ist. Aber letztendlich muss ich sagen, den Track kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ich warte jetzt noch mal 2 Stunden auf den Bus. Zum Glück habe ich eine Geduld. So, und das war's auch inzwischen mit meinem 8. Part und vielen lieben Dank, wenn ihr immer noch am Start seid. Ich liebe euren Support und ja, freut euch auf den 9. Teil, denn da kommt dann der Kepler-Track. Ich wünsche euch was, euer Gugi. Ciao!